Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute nehme ich euch mit zu einer Zeitreise durch die verschiedenen Versionen der The Vintage Collection Trägerkarten. Quantum Storm Star Wars Collection. Wir beginnen unsere Reise bei den Anfängen in 2010 bis zur aktuellen Linie ab 2023 und entdecken, wie sich Design und Details im Laufe der Jahre verändert haben. Los geht's mit der TVC 1.0 Version aus den Jahren 2010 bis 2012, also den Kartennummern VC1 bis VC74. Die Rückseiten dieser ersten Generation sind klar im Stil der Vintage The Saga Collection aus 2007 gehalten. Diese wurden ihrerseits den Karten der Original Trilogy Collection aus 2004 nachempfunden. Auf der Rückseite sehen wir oben links das große The Vintage Collection Logo und darunter ein großes Bild mit verschiedenen Inhalten. Mal wird die ursprüngliche Kennerkarte mit einem Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum gezeigt. Wenn eine solche Karte nicht existiert, dann wird ein Bild aus dem Film gezeigt, aus dem die Figur kommt, wie zum Beispiel The Phantom Menace. Flankiert wird dieses Bild von einem kurzen Textfeld. In diesem wird hervorgehoben, dass diese Figurenreihe die legendäre Star Wars Saga mit ihren Helden und Schurken feiert, die mit hoher Detailtreue und hochwertigen Ausstattungen geliefert wird. Darunter findet man in einer Galerie eine Reihe weiterer Figuren dieser Figurenserie. Diese werden von den üblichen Warnhinweisen und dem Logo von Hasbro gefolgt. Die Gestaltung ist klar unterteilt und übersichtlich und der Kartenkarton ist sehr stabil und es gibt die Möglichkeit, die Karten unpunched zu bekommen. Dann folgt die TVC 1.1 Version aus dem Jahr 2012 mit den Nummern VC75 bis VC115. Hier ändert sich das Layout stark. Was zuerst auffällt, ist eine Auswahl von Figuren der Serie, welche alle mit unterschiedlich bunten Kästchen hinterlegt sind, die die obere Hälfte der Karte stark dominieren. Darüber befindet sich wieder ein Werbetext für diese Figurenreihe. Eingerahmt ist die Bildgalerie sowie der Werbetext mit der sogenannten doppelten Rennbahn. Darunter sind meist dieselben drei Fahrzeuge abgebildet: der V-19 Torrent Starfighter, der AT-AP Walker und Obi-Wans Jedi Starfighter, welche von den üblichen Warnhinweisen und dem Logo von Hasbro gefolgt werden. Ein wenig kann man dieses Design als einen Gruß an die Original-Kennerkarten aus den 80ern empfinden. Die Gestaltung ist wesentlich bunter und auch etwas unruhiger, das Figurenfeld wird etwas prominenter. Der Kartenkarton ist sehr stabil und es gibt die Möglichkeit, die Karten unpunched zu bekommen. Doch danach kam zwischen 2013 und 2017 eine Durchstrecke, die sogenannten Dark Times. Diese Dark Times bedeuteten, in dieser Zeit wurde die Vintage Collection komplett eingestellt. Im Jahr 2018 kehrte die Reihe in der TVC 2.0 Version mit den Nummern VC116 bis VC149 zurück. Die Rückseiten sind nun deutlich dunkler und schlichter mit einem dominierenden schwarzen Hintergrund. Auch hier gibt es die doppelte Rennbahn. In dieser ist auf der linken Seite eine Auswahl von Figuren in einer Galerie dargestellt worden, welche alle mit bunten Kästchen hinterlegt sind. Der Werbetext auf der rechten Seite fällt deutlich kürzer aus, ist aber nun in 4 unterschiedlichen Sprachen abgedruckt: Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Gefolgt wird die Rennbahn von den üblichen Warnhinweisen und dem Logo von Hasbro, wobei das Disney-Logo nun erstmals ebenfalls erscheint. Die Qualität des Kartenkartons schwankt und ist über weite Strecken sehr labil und wirkt leider etwas billig. Die Möglichkeit, die Karten unpunched zu bekommen, wurde ebenfalls fallen gelassen. Ab 2019 startet die Version TVC 2.1 mit den Nummern VC150 bis VC298. Hier bleibt der Stil grundsätzlich gleich, wobei nun in der Rennbahn wieder mehr Figuren zu sehen sind. Dafür wurde der Werbetext nun vollständig entfernt. Auch hier folgen nach der Rennbahn die üblichen Warnhinweise und dem Logo von Hasbro und Disney. Zum ersten Mal sehen wir nun auch auf der Verpackung das Recycling-Symbol. Die Qualität der Karten schwankt auch hier und ist über weite Strecken labil. Die Karten wurden punched ausgeliefert. Und schließlich sind wir ab 2023 bei der neuesten Evolutionsstufe, der TVC 2.2 Version, beginnt mit VC 299 angekommen. Hier fällt sofort auf, dass das Layout wieder stärker an die ursprüngliche TVC 1.0 Version erinnert. Die Figurengalerie verschwindet wieder vollständig.
Stattdessen dominiert wieder ein großes Bild auf der linken Seite, welches nun aber meist die Vorderansicht der Karte widerspiegelt. Dabei ist die Figur nicht im Blister zu sehen, sondern scheint aus dem Blister herauszutreten. Rechts ist ein großes Textfeld mit Hintergrundinfos zur Figur in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Portugiesisch. Darunter folgen wieder viele rechtliche Angaben. Optisch wirkt das Design wieder heller und aufgeräumter. Die Qualität des Kartenkartons ist nun wieder deutlich hochwertiger. Die meisten Karten sind immer noch punched. Allerdings existieren Karten, die als Beilage zu Vehikeln oder Playsets ausgeliefert wurden und unpunched sind. Im Laufe der Zeit wurden einige der Figuren neu aufgelegt. Diese behielten zwar ihre ursprüngliche VC-Nummer, haben aber dabei das jeweils aktuelle Kartendesign übernommen. Ein gutes Beispiel dafür ist R2D2 mit der Nummer VC 149. Die erste Veröffentlichung erschien noch im Stil der TVC 2.0, während die Neuauflage bereits das überarbeitete TVC 2.2 Design trägt. Auch kann man beobachten, dass es VC-Nummern gibt, die im neuen Design herausgekommen sind, obwohl diesen höhere Nummern mit einem alten Design folgen. Dies ist auf die interne Konzeptionsphase bei Hasbro zurückzuführen. Du hast es bis ans Ende dieser Mission geschafft. Respekt, junger Padawan. Damit bist du Teil der auserwählten Crew, die den geheimen Endbildschirm im Rebellenstützpunkt erreicht hat. Wenn du deinen Hyperantrieb starten möchtest, hau auf ein Like, es sind auch keine Credits nötig, und schließ dich der Flotte an mit einem Abo. Weitere Abenteuer findest du hier, vielleicht lauert da schon deine nächste Episode.